Ja, wir sind jetzt hier am Schneeberg angekommen. Wir haben heute ein bisschen was vor, wollen quasi Everesting machen, das heißt die Höhenmeter des Mount Everest, 8.848 Meter, an einem Berg fahren. Das ist hier für den Schneeberg, heißt das 23 mal hoch. Es sind 385 Meter von Bischofsgrün bis zum Gipfel. Am Anfang und am Ende mal ein bisschen steiler, ansonsten gleichmäßig, im Schnitt vielleicht um die 8%. 5 Kilometer geht's hoch, Wetter haben wir heute jetzt nicht so das Beste, aber wir sind eine coole Truppe, wir haben ein bisschen Support dabei und gehen das gemeinsam an. Der Schneeberg ist der höchste Berg Frankens und natürlich könnte man es sich einfacher machen, aber das hier ist eben, weil es der höchste Berg Frankens ist, auch ein Prestige-Event. Vor allem für Verpflegung ist es natürlich wichtig, dass wir vorbereitet sind. Ich habe jetzt 2 Flaschen dabei und dann noch Flaschen zum Austauschen. Dazu auch Gels, Energieriegel, Banane und ein bisschen was Salziges und ja, da hoffen wir, dass wir auch den Support von unseren Mädels gut in Anspruch nehmen können. Vor allem, man fährt ja immer am gleichen Berg, das ist auch vom Kopf her eine große Herausforderung, aber ich denke mal, dass wir in der Gruppe da auch uns gegenseitig ein bisschen pushen und das gemeinsam durchstehen und dann möglichst weit kommen. Den Berg kenne ich natürlich auch in- und auswendig, fahre da sehr oft und sehr gerne hoch und ja, freue mich jetzt auch drauf, da ein paar Mal mehr hochzufahren. Knapp die Hälfte. Jetzt fängt es an, dass man einen Unterschied merkt langsam. Aber ja, noch schaut alles gut aus. Ich bin guter Dinge, muss noch ein bisschen aufholen durch meine vielen Platten. Ich bin noch einen kleinen Rückstand auf Henry. Mal schauen, vielleicht auch ich das gleich wieder. Ja, jetzt geht es wieder weiter nach einer Pause. Es stehen noch ein paar Höhenmeter an und ein paar Kilometer. Ich weiß nicht, was wir uns da eingebrockt haben. Respekt jetzt schon an der Stelle für jeden, der das irgendwann mal gemacht hat oder der sich das vornimmt. Ja, so langsam wird's echt hart, ne? Jetzt weiß ich auch, warum das Challenge heißt. Also ganz ehrlich, keine Ahnung, ich habe jetzt 4000, ich hab keine Ahnung, ob ich das durchziehe. Ach, ich hab keinen Bock mehr, wirklich nicht. Kann ich nachvollziehen. Also knapp 6000 und wir sind ganz schön im Arsch. Wir wissen jetzt nicht so richtig, wie jetzt noch 8-mal oder so diesen scheiß Berg. Welcher Blödmann hat diesen komischen Berg so hoch gemacht, diesen Mount Everest? Hätte der nicht 6000 gereicht? In diesem Sinne, Andi, Chris, mal die Kamera. Hier sind unsere Fans. Juhu. Tschüss. Bereitet es gut vor. Dann habt ihr auch mehr Spaß und ja, wir haben hier ein super Verpflegungsteam, aber irgendwie kommt bei mir die Verpflegung nicht so an. Deswegen wird es gerade ein sehr harter Tag.
Eieiei. 23 Mal Schneeberg. Everesting, ja, quasi absolviert. Also es ist definitiv eine ordentliche Herausforderung. Man muss das ganz clever angehen. Chris hat es super hinbekommen. Der hat clevere Strategie gewählt, ist sehr konstant durchgefahren. Bei mir, naja, gut, ich habe beim 10. Ja, vielleicht mal ein bisschen übertrieben und war auf der unteren Hälfte nur 17 Sekunden über meine Bestzeit überhaupt auf dem Segment. Das musste ich dann deutlich büßen, am Anfang ein bisschen Pech mit Platten, aber gut, das gehört dazu. 4-mal hat es mich da erwischt. Die Mitte war echt richtig hart, aber ja, man muss dranbleiben und dann auch die Pausen clever gestalten, weil es halt doch sehr viele Höhenmeter am Stück sind. Und ja, der Körper auch Pause braucht und Verpflegung. Wir hatten ein super Supporter-Team von unseren Mädels und waren auch eine coole Truppe. Am Ende sind wir zu zweit bzw. zu dritt. Susanne fährt noch, die fährt das auch noch zu Ende. Ja, auf jeden Fall eine coole Sache und da können wir jetzt einen dicken Haken ranmachen. Was sagst du dazu? Einen ganz dicken Haken. Harter Tag, aber geiler Tag. Top. Und jetzt Pizza. Das ist eine riesen Herausforderung und es war auch hart. Ich war zwischenzeitlich auch mal in der Wiese gelegen. Wenn ihr das machen wollt, bereitet das gut vor. Nehmt euch Zeit, plant das gut, macht auch Pause, weil es in Summe einfach extrem viele Höhenmeter am Stück sind. Sucht euch einen schönen Berg, verkehrsarm und vielleicht ein paar Freunde. Wir sind hier zu 6 gestartet und ja, zu dritt dann tatsächlich die komplette Distanz absolviert und auch die anderen Jungs haben richtig tolle Höhenmeterleistungen absolviert und ich glaube alle persönliche Bestleistungen aufgestellt und ja, war ein cooles Event. Demnächst wird es ein Q&A geben auch und wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare unten rein. Danke, bis bald!